Škoda hat am 15. März 2024 den Epiq vorgestellt. Der basiert auf dem ID.2, rollt aber 2025 als Crossover für unter 25.000 € auf unseren Straßen. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Es sieht langsam so aus, als ob in das Segment der Elektroautos bis 30.000 € reichlich Bewegung kommt. Vor allem Stellantis wird mit seinen Marken dieses Umfeld intensiv ab diesem Jahr angreifen. Sofern der Citroën EC3 und seine zu erwartenden Ableger von Peugeot und Opel in ausreichender Zahl lieferbar sein werden, dürfte ihnen der Erfolg sicher sein. Renault zum Beispiel steigt mit dem R5 ein, der aber nur optisch retro ist. Volkswagen will ab kommendem Jahr wieder gegenhalten. Mit weiteren Mitbewerbern ist fest zu rechnen, denn in dieser Klasse sind hohe Stückzahlen und ein starkes Wachstum zu erwarten. Die neue Optik des Škoda Epiq zeichnet sich bereits ab, die von der aktuellen noch stark verbrennergeprägten Designsprache des Škoda Enyaq mit großem Kühlergrill abweicht. An der Front gibt es eine skulpturale Fronthaube, auf der anstelle des Markenlogos ein Škoda-Schriftzug zu finden ist. Das in glänzendem Schwarz gehaltene Tech-Deck-Face stellt eine moderne Neuinterpretation des bekannten Škoda-Kühlergrills dar und beherbergt elektronische Systeme wie Abstandsradar und Frontkamera. Bifunktionale in T-Form ausgeführte LED-Elemente für Tagfahrlicht und Blinker flankieren das Tech-Deck-Face, darunter liegen die Frontscheinwerfer. Das Interieur kommt einem vorerst schon futuristisch, aber auch bekannt vor. Es gibt ein kleines Display hinter dem Lenkrad, das grundlegende Informationen liefert. In der Mitte ist ein großer Bildschirm für Multimedia und Co. befestigt, festbelegte Tasten darunter verkürzen die Wege in bestimmte Menüs. Škoda hat sich entschieden, nicht komplett auf Tasten zu verzichten, was der Funktionalität sicher gut tut. Gerechnet werden darf damit, dass ChatGPT integriert ist und auch Škoda in das Geschäft mit nachträglich freigeschalteter Software mit einsteigt. Der Škoda Epiq ist 4,10 Meter lang. Die Serienversion soll sehr wahrscheinlich unter gleichem Namen 2025 vorgestellt werden. Škoda betont bei den kompakten Außenmaßen einen geräumigen Innenraum und bis zu 490 Liter Kofferraumvolumen. Mit technischen Daten zum Epiq hält sich Škoda aber noch zurück. Neben der Außenlänge und dem Kofferraumvolumen wird nur eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern genannt. Die Technik wird also vom VW ID.2 stammen, der auf Basis der jüngsten Evolutionsstufe des modularen E-Antriebsbaukastens MEB entwickelt wird. Das beinhaltet unter anderem den Wechsel auf einen Frontantrieb. Bei der Studie ID.2All hatte VW eine Leistung von 166 kW und eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern in Aussicht gestellt. Wenn der flachere ID.2 auf 450 Kilometer kommt, scheinen über 400 Kilometer für ein höheres SUV zumindest realistisch. Allerdings dürfte es weder bei VW noch bei Škoda die 400 Kilometer für den günstigeren Preis geben. Denn zu der VW-Studie war bereits durchgesickert, dass es sich bei der 450 Kilometer Version vom ID.2 um eine wohl 60 Kilowattstunden große NMC-Batterie handeln wird. Das günstige Basismodell wird jedoch mit einer nicht näher spezifizierten LFP-Batterie ausgerüstet sein. Als Energiegehalt wird der Bereich um die 40 Kilowattstunden spekuliert. Das dürfte wohl auch für den Epiq zutreffen. Wie schon gesagt, wird der Škoda Epiq sich wohl in die Riege der noch kommenden 25.000 € E-Autos einreihen. Wenn man aus den ganzen Berichten herausliest, dass womöglich die 25.000 € für das 400 Kilometer, also das große Modell, geplant sind, dann kann das nur noch bedeuten, dass die Einstiegsvariante darunter liegen muss. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von möglichen Preisen denkt. Und was haltet ihr vom Škoda Epiq? Schreibt mir auch das unter das Video. Wenn euch meine Previews gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung.
Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!